Was musst du für deine digitale Marke bei Suchmaschinenoptimierung in 2025 im Blick haben? Welche Trends sind wirklich relevant und in der Praxis tatsächlich von Bedeutung? In dieser Folge sehen wir uns an, worin es sich lohnt, deine Aufmerksamkeit zu investieren. Viel Spaß! Nummer 1. Zufriedenheit, Zielerreichung und Verteidigbarkeit sind das Herz deiner SEO-Strategie. Was bedeutet das jetzt für dich? Spätestens, allerspätestens seit dem Google Leak diesen Jahres wissen wir, dass der Google-Algorithmus von Nutzersignalen lebt. Und nicht nur einfach Nutzersignale, sondern von Nutzerverhaltensdaten auch aus anderen Quellen, wie zum Beispiel Google Chrome. Und es ändert vollkommen, wie 99,9% der Leute über SEO denken und wie sie SEO machen. Weil es ändert komplett, was erfolgreich sein kann und warum etwas erfolgreich ist. Das wollte ich mal anders aufrollen, eben dieses Jahr bei der Campix. Und da springen wir ganz kurz in meine Präsentation rein, um auch kurz zu erklären, was ich überhaupt mit Zufriedenheit, Zielerreichung und Verteidigbarkeit meine. Und zwar mit Zufriedenheit meine ich, wir wollen Kontaktpunkte generieren, die unsere digitale Marke in den Augen unserer Zielgruppe stärken. Nicht, ich will einen Text, der dann rankt bei Google, sondern ich will einen tollen Kontaktpunkt schaffen. Das heißt Zufriedenheit. Zielerreichung heißt, wir wollen es einfach und schnell für User machen, ihr Ziel zu erreichen. Sei es Informationen sammeln, aber auch, keine Ahnung, zu irgendeiner Art von Abschluss kommen. Sei es, er oder sie kauft etwas, es wird eine Anfrage gestellt, was auch immer. Das heißt Zielerreichung. Das ist das Herz deiner SEO-Strategie. Ohne Zielerreichung war alles andere sinnlos. Und dann wollen wir Verteidigbarkeit, weil wir wollen auf Strategien und Maßnahmen setzen, die über eine lange Zeit Früchte tragen, damit wir dann, weil die anfängliche Investition so groß ist, die Kost pro Conversion runtergeht. Und dazu gehört auch Branding. Das heißt, ohne eine starke Marke habe ich keine Verteidigbarkeit. Ohne Differenzierung habe ich keine Verteidigbarkeit. Denkt irgendjemand jemals im SEO über Verteidigbarkeit nach? Nein, sollte er aber. Hans Kronenberg hat übrigens auch bei der Campix als der SEO-Lead von Chefkoch, hat dazu eine unglaublich coole Präsentation gemacht, wo er wirklich Daten gezeigt hat, wie extrem Google auf Nutzersignalen achtet. Also was das für ein Erfolgsfaktor ist bei einer SEO-Kampagne. Kommen wir zu ein paar konkreten Schritten. Das waren jetzt einfach so eine neue Denkweise. Nummer 1, priorisiere unbedingt in diesem Kontext Engagement. Content kann gerne aus deiner Sicht toll sein oder aus SEO-Sicht toll sein, aber User können ihn hassen und dann vernichtet dieser Content dich trotzdem, zum Beispiel beim Helpful Content Update. Wenn man sich wirklich viele Websites anschaut, die beim Helpful Content Update betroffen sind, dann sieht man, wir haben eine Folge dazu, wo es darum geht, dass es nicht um Text geht, sondern das Problem in der Regel Nutzersignale oder Linksignale sind. Es geht darum, dass deine Zielgruppe begeistert ist von dem, was du da machst. Nicht, wir haben WDF, EDF angewendet. Nein. Zweitens, baue ein Content-Marketing-Ökosystem passend zu deiner Marke. Was ich damit meine ist, das passiert auf deiner Webseite, aber auch abseits deiner Website. Und je nach Branche verwendest du unterschiedliche Channels. Als Beispiel, was funktioniert für uns wahnsinnig gut? Für uns funktioniert sehr gut unsere Webseite in Kombination mit YouTube. Und gemeinsam entsteht dadurch ein Ökosystem, wo alles voneinander profitiert. Die Videos können auf der Webseite verwendet werden. Ich kann die Leute hin und her schicken, generiere all diese zufriedenstellenden Kontaktpunkte, erlaube ihnen, ihr Ziel zu erreichen, etc. etc. Drittens, und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, aber der schmerzlichste Punkt, hör auf, nach Abkürzungen zu suchen. Es ist das Risiko nicht wert. SEO ist ein Long-Term-Channel. Wenn du Risiko suchst, dann mach eine Google Ads Kampagne und stelle das Budget auf 100.000 € pro Tag ein. Risiko, kannst du wieder abdrehen, alles gut. Bei SEO ist es Vorinvestment zu lang, das heißt, wenn du dann eine Penalty kriegst, dann hast du nie ein ROI generiert, das heißt, es war nicht sehr vernünftig. Und was ich mit Abkürzungen meine, ist, so denken die meisten SEOs. Wie kann ich mit KI-Content so tun, als ob ich Erfahrung oder Expertise hätte, anstatt dass ich Erfahrung und Expertise habe? Wie kann ich mit KI-Content so tun, als ob ich ein Mensch wäre, anstatt dass ich wirklich
jemanden frage, der Ahnung von der Materie hat. Vielleicht im Kontext Link-Building, menschlichen Kontakt mag ich nicht so gern. Wo kann ich Links ohne menschlichen Kontakt einkaufen? Nein, 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 nein. Meine Leseempfehlungen in diesem Kontext sind aus meiner Sicht wirklich grandios. Zuerst einmal von Kevin Indig, Differentiation. Da geht es darum, was erforderlich ist, um in dieser Zukunft mit generativer KI, mit KI-unterstützten Suchmaschinen weiter bestehen zu können und eben Verteidigbarkeit zu erlangen. Der zweite Artikel, der was herausragend ist und meiner Meinung nach einer von den besten Artikeln zu SEO ist, wenn du ein richtiger Nerd bist, ist dieser Artikel von AJ Cohn bei Blind 5-Year-Old What Pendunya Nayak Taught Me About SEO. Da geht es wirklich ganz viel um die ganzen Sachen, die rauskommen sind bei Google, bei den Gerichtsverhandlungen und unglaublich spannende Insights. Ist aber eher für Leute, die wirklich tief in der Materie sind. Fange an, dich auf KI-unterstützte Suchmaschinen vorzubereiten. Was bedeutet das für dich? Also vor nicht allzu langer Zeit, nämlich unter einer Woche, hat ChatGPT oder OpenAI ChatGPT Search ausgerollt. Das ist die Ankündigung vom 31. Oktober. Und wir sehen einfach, es geht jetzt Schlag auf Schlag. Wir sehen jetzt auch Google schon wieder, sie rollen jetzt AI-Overviews weiter aus und so weiter. Diese Zukunft wird kommen, egal ob du sie willst oder nicht. ChatGPT Search, Perplexity, Google Gemini, Claude, KI-unterstützte Suchmaschinen sind gekommen, um zu bleiben. Und es spielt keine Rolle, welches Unternehmen am Ende gewinnt und dann diesen Suchmarkt bekommt. Eine Kombination aus einem Suchindex, einem Bewertungssystem und generativer KI gehört die Zukunft. Das wird gewinnen. Ohne Grounding wird es aber nicht gehen. Das ist ja ein Thema, was für Google, glaube ich, wichtiger vielleicht ist als für OpenAI, weil wenn du jetzt ChatGPT Search verwendest, dann merkst du bei jeder Suchanfrage, also du stellst die gleiche Suchanfrage und es kommt jedes Mal was komplett anders aus und du denkst so, aber davor hast du noch das gesagt und jetzt sagst du das und du verwendest andere Quellen. Das wird nicht zum großen kommerziellen Erfolg führen. Auf jeden Fall nicht langfristig. Und Google arbeitet da eben an Grounding, wo dann nochmal die Antwort nochmal abgeglichen wird mit der Quelle, damit halt nicht eine totale katastrophale Halluzination entsteht. Wichtig in dem Kontext, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, das Fundament werden weiterhin die SEO-Grundsätze sein. Das heißt, ich würde mich erst mit dem Thema KI-Suchmaschinen beschäftigen, wenn ich grundsätzlich ein funktionierendes, erfolgreiches Konzept bei normaler SEO habe und dann kann ich darauf aufsetzen, weil letzten Endes diese ganzen KI-Suchmaschinen, jetzt ChatGPT Search, die beziehen sich ja letzten Endes auch nur auf Bing Search Results und dann formulieren sie aus mehreren Ergebnissen eine Antwort. Das heißt, du musst zuerst gut sein in Bing Search. Wenn du bei Google AI Overviews gut sein willst, musst du gut sein bei den normalen organischen Ergebnissen. Und in diesem Kontext eben meine Empfehlung ist, wie es glaube ich auch der Kevin Indig so sagt, ich würde ein bisschen weniger sagen im deutschsprachigen Raum. Wenn du ein laufendes Konzept hast, was schon funktioniert, dann würde ich vielleicht 10% deiner Zeit oder deines Budgets investieren in Vorbereitungen auf spezifische Sachen hinsichtlich KI-Suchmaschinen, aber mehr noch nicht, weil wir wissen ja noch nicht, ist es die Technologie. Vermute ich, dass es die Technologie ist? Ja, aber wir werden sehen, man weiß es nie. So, konkrete Schritte, falls du dich näher mit diesem Thema beschäftigen willst, gibt es einen tollen Artikel von uns oder von mir über dieses Thema für einen Einstieg hinsichtlich Off-Page-Optimierung und On-Page-Optimierung für KI-Suchmaschinen. Da sind die grundlegenden Sachen mal erklärt, mit denen du dich beschäftigen solltest. Das Wichtigste ist, glaube ich, welchen Einfluss es auf Content-Marketing haben wird und wie Content strukturiert und aufgebaut wird, weil es wird sich maßgeblich ändern, weil du hast nicht nur ein Pyramidenprinzip, sondern jedes Kapitel wird nach dem Pyramidenprinzip gebaut werden müssen, aber dazu dann in diesem Beitrag mehr, falls sich dieses Thema empfiehlt. Und vielleicht noch für alle, die nicht lesen wollen, sondern sich lieber was anschauen, habe ich eine eigene Playlist zusammengestellt zu KI-Suchmaschinen mit wirklich praktischen Sachen, wie man das konkret umsetzt. Das heißt, wirklich operativ, taktisch. Nummer 3. Risikomanagement und Intent Monitoring gewinnen meiner Meinung nach wieder mehr an Bedeutung. Was bedeutet das jetzt für dich? Wenn wir uns die letzten Updates und Core-Updates so ansehen, ist es für mein Gefühl so, dass Google wieder aggressiver seinen Index schützt. Lass es mich vorsichtig ausdrücken. Und zusätzlich, und das ist eher dieser Intent-Part,
Dank KI-Fortschritten scheint Google auf Trends in der Nachfrage schneller und genauer reagieren zu können. Das heißt, die Rankings ändern sich nach Saison oder aufgrund von anderen Nachfrageveränderungen. Also einerseits sind meiner Meinung nach so Updates wie Helpful Content viel aggressiver, das heißt, die Downside Risk ist größer und andererseits siehst du in ganz vielen Nischen, dass basierend auf der vorhandenen Nachfrage oder was gerade für Saison ist, sich die Suchergebnisse anders sortieren. Das heißt nicht, oh mein Gott, ich habe schlechte SEO gemacht und ranke jetzt nicht mehr mit einem Ratgeber, aber es kann sein, hey, wegen der Saison ranken hier für diesen Suchbegriff nur noch Landingpages oder Produktseiten und so weiter. Und das ist was viel extremer geworden ist und wer nicht aktiv, sondern eher passiv SEO macht, kommt hier wirklich schnell unter die Räder. Und da erzähle ich euch jetzt eine Geschichte von einem großen Kunden von uns im D2C. Die haben eigentlich relativ zeitlang erfolgreich Content Marketing und SEO umgesetzt und haben ein schönes Wachstum entwickelt. Dann auf einmal hat sich die Suchintention für ihre Suchbegriffe verändert. Und die Lösung wäre gewesen, entweder diese bestehenden Seiten umzubauen, diesen Seitentyp, einen zusätzlichen Seitentyp einzuführen, damit sie zum Beispiel für das gleiche Keyword einmal eine kommerzielle und einmal eine nicht kommerzielle Lösung haben. Aber wenn man passiver SEO macht, dann sieht man es nicht und denkt sich, oh mein Gott, die Welt geht und so weiter. Und das meine ich, dieses Thema sollte jeder wirklich im Blick halten. So, konkrete Schritte dazu. Ganz wichtig. Nummer 1, halte deinen indexierbaren URL-Korpus so schlank wie möglich und so groß wie nötig. Was meine ich damit? Wir sehen zum Beispiel, ich zeige euch ein Beispiel von IBM. Wir sehen, dass jetzt zum Beispiel bei IBM, gelb sind die Anzahl der organischen Seiten, orange ist der organische Traffic. Die bauen extrem Seiten ab und parallel geht der Traffic rauf. Warum machen sie das? Weil in Zeiten von KI-Content hat Google präventiv vielleicht sogar angefangen, sehr viel selektiver bei URLs zu werden, was sie überhaupt indexieren und was sie überhaupt ranken. Dementsprechend solltest du wirklich darauf achten, dass die durchschnittliche Seitenqualität möglichst hoch ist. So. Dann zweitens, lösche Seiten, die keinen Zweck erfüllen und für niemanden hilfreich sind. Sehen wir jetzt die ganze Zeit bei Kunden. Oft ist es, der Kunde kommt und das Erste, was wir machen, ist oft im Zuge von der Erkundungs- und Strategiephase machen wir ein Content Audit und dann säbeln wir weg und allein durchs Wegsäbeln von minderwertigem Zeug geht der Traffic rauf. Drittens, bewerte Rankingverluste auch durch die Brille der Suchintention. Das heißt jetzt nicht, dass das immer alles erklärt und dass du, oh mein Gott, Rankingverluste, aber es sollte eine Dimension sein, die du hast, dass du verstehst, okay, manchmal mache ich gar nicht SEO-technisch was falsch, sondern die User wollen was anderes, dementsprechend rankt meine Seite nicht mehr so gut. Das heißt nicht schlechte SEO, sondern der Geschmack der User hat sich verändert oder saisonal hat sich etwas verändert. Und um da einfach ein Beispiel zu zeigen, sieht man hier, hey, schönes SEO-Wachstum, voll cool. Und dann hier hat sich andere Sachen waren auch ein Problem, die Suchintention geändert. Google wollte plötzlich nicht mehr Ratgeber-Content zu diesen Suchanfragen, sondern eher Shop-Kategorien. Dementsprechend, wenn ich aber Ratgeber habe, dann ranke ich hier einfach nicht mehr. Und da ist Google einfach viel aktiver geworden. So, meine Leseempfehlungen in diesem Kontext ist einerseits von Animals, 5 Content Leaders Share 7 AI Insights for Your Team. Coole Einblicke, wie man nicht KI-Content generieren sollte. Und vielleicht zu dem Thema URL Corpus Management, dieser Artikel von Conductor zu Content Pruning und wie wichtig es ist, einfach Low-Quality-Content abzubauen, loszuwerden oder zu verbessern, um weiterhin gute Rankings zu genießen. Nummer 4. Ermächtige deine Zielgruppe mit Tools und generiere parallel bergeweise Leads. Was bedeutet das für dich? Texte sind so einfach und überhaupt heute mit KI-Tools einfach rauszuballern und Tools sind immer so aufwendig und dann braucht man auch noch ein Dev und so weiter und es gibt keine Dev-Stunden und so weiter, aber sie bieten auch eine einzigartig exzellente Nutzererfahrung, tragen zur Verteidigbarkeit bei und können häufig als Lead-Generierungsstrecken umgesetzt werden. Stichwort Lead-Generierungsstrecken,
So verkaufst du das deinem CEO. Das Wort Leads hat dich überzeugt, stimmt's? Beispiele dafür, was ich damit meine, weil es sind Seiten, da kannst du theoretisch einen Ratgeber schreiben und so weiter, aber Leute wollen Rechner und nicht jeder Suchbegriff. Bei den Beispielen, die ich jetzt zeige, das sind immer Suchbegriffe mit Rechner, aber bei manchen Suchbegriffen, also zum Beispiel auch überliegenden Suchbegriffen von diesen Beispielen, wäre es auch ohne Rechner cool, auf dieser Seite einen Rechner zu haben. Sowas wie zum Beispiel Kreditrechner von Infina, da haben wir den Kreditrechner selbst und dann einen sehr umfangreichen Ratgeber dazu, worauf man achten muss, wie das Ganze abläuft und so weiter. Das heißt, es ist eine Mischung aus einem Ratgeber und einem Kreditrechner. Oder zum Beispiel von Quirion, ETF-Sparplanrechner, wo Sie einen Rechner haben und dann wieder ganz viele Tipps, wie du diesen Rechner verwendest, was da wichtig ist und so weiter. Und zu guter Letzt, Lexware geht sowieso. Schaut euch mal den Traffic Index an, what the fuck. Die haben zu ganz vielen unterschiedlichen Sachen bieten die Rechner an und die Strategie geht extrem auf. Das heißt, ich glaube, es ist interessant, das als zusätzliche Strategie in sein ganzes Konzept aufzunehmen und nicht nur, hey, ich habe, keine Ahnung, Produkt- oder Leistungsseiten und ich habe diese Ratgeber- oder Informationsseiten oder Blogseiten, sondern auch irgendwas Interaktives einzuführen, weil das eine Möglichkeit der Differenzierung ist und extrem gute Nutzersignale generiert. Nummer 5. Originalität als Ranking-Faktor und datenbasierte digitale PR statt KI einheitsbrei. Was bedeutet dieser Punkt für dich? Alle verwenden dieselben KI-Tools. Jeder kann sich ChatGPT Premium oder Plus leisten. Alle verlassen sich mehr und mehr bei der Content-Erstellung auf KI. Alle verlernen nach und nach das Denken. Am Ende sind alle gleich. Dementsprechend gewinnt entweder keiner oder der mit der meisten Autorität oder der basierend auf KI-Content dann doch wieder eins draufsetzt. Und aus dem Google Leak wissen wir ja, dass der Algorithmus ganz heiß auf einzigartige Informationen oder auch Information Gain ist. Da gibt es einen Artikel bei Search Engine Land, wo sie auf dieses Thema genauer eingehen. Also sie haben generell einen Score dafür und zum Beispiel, wenn du kurze Seiten hast, ranken ja kurze Seiten überraschend gut und das ist, weil sie einen Originalitätsscore haben, wodurch eine Seite, wenn die genug Mehrwert durch Originalität bietet, trotzdem rankt, obwohl sie jetzt textlich nicht so lang ist. Das heißt, ich gehe immer mehr weg von dem Thema, okay, wir brauchen da unglaublich viele Worte. Oft ist es so, du brauchst einfach unglaublich guten Content. Also ich mache da Experimente sogar auf Evergreen Media dazu. Du kannst extrem cool kurze Seiten machen, aber du bietest dann dazu eine Vorlage oder was auch immer. Diese Seite rankt besser oder gleich gut wie eine Seite mit sehr viel Text, aber weniger, wo es nur darum geht. Also bei der kurzen Seite sind nur die Informationen drauf, die wichtig sind. Auf der anderen Seite ist dieser ganze, ich brauche 2800 Wörter, dass ich ranken kann, Bullshit. In einer Zeit, wo Aufmerksamkeit schon so eine Kostbarkeit ist, sind lange Inhalte wahrscheinlich nicht die richtige Variante. So. Und wenn wir dann über das Thema Originalität reden, dann werden viele sagen, ja, Originalität, das ist super schwierig. Und dann gebe ich dieser Person recht. Wir haben eine Folge dazu, wo wir über dieses Thema sprechen und wo ich Ideen aufbringe, wie man Originalität machen kann oder generieren kann. Hier glaube ich mein absoluter Lieblingsansatz, und zwar Marktforschung und datenbasierte digitale PR. Sagen wir sind jetzt einfach ganz normales Unternehmen, ein Mittelständler und so weiter und wir erheben spannende Daten und wenn andere diese nutzen wollen, dann müssen sie uns natürlich als Quelle nennen, damit es irgendeine Seriosität hat, diese Statistik und das passiert als Link, super, dann haben wir einen Backlink oder als Erwähnung und Erwähnungen wissen wir ja mittlerweile seit dem Leak und auch im Kontext von generativer KI, dass das wichtiger wird. Beides ist uns recht. Für uns ist beides ein Traum. Es gibt übrigens eine ganz coole Folge, wo wir über Off-Page-Optimierung für KI-Suchmaschinen sprechen. Da ist das auch ein Riesenthema. So, wir haben diese Daten erhoben. Zusätzlich können wir diese Daten nutzen, um Storylines für die Presse zu generieren und um unsere eigenen Inhalte einzigartig, also originell zu machen und damit besser als der KI-Crap der anderen zu sein. Weil was sie machen kann, okay, ich mache diese Datenerhebung, das heißt,
Einerseits werde ich Storylines finden, die ich dann der Presse pitchen kann, dann kriege ich all diese Erwähnungen. Andere werden diese Zahlen nutzen wollen, wenn die interessant sind und werden mich verlinken oder erwähnen. Super, Off-Page habe ich alles gemanagt. Aber parallel kann ich diese Zahlen, die ich hier erhebe, wenn ich es klug mache, auch dazu verwenden, um mein Produkt oder meine Leistung zu pushen. Natürlich muss ich mir das alles vor meiner Markt- oder Meinungsforschung überlegen, aber Game Changer. So, was sind jetzt konkrete Schritte? Nummer 1. Hast du intern bereits für bestimmte Zielgruppen interessante Daten, die sich nutzen lassen? Das ist ganz oft bei unseren Kunden so, die brauchen nicht unbedingt eine Marktforschung, also das ist dann die super coole Variante, aber oft, wenn es ein größeres Unternehmen ist, hat es Daten, damit kann man was machen. Zweitens, starte deine eigene Markt- oder zumindest Meinungsforschung. Das geht ganz einfach. Du kannst entweder mit einem Marktforschungsinstitut arbeiten oder du kannst so was Simples machen, wie so, da gibt es ja die ganzen Fragen-Tools, keine Ahnung, SurveyMonkey und was der Teufel was, kannst du solche Daten erheben. Drittens, bereite das Ergebnis in zauberhaften Content-Assets, wie zum Beispiel White Papers auf und bau darum Landingpages und bau darum vielleicht noch Artikel oder Pages, die auf bestimmte Aspekte eingehen, damit du dann im nächsten Schritt, viertens, ziehe die aufregende Storylines für die Presse raus und pitche deine Idee an Journalisten. Und wenn du dann diese Assets auf deiner Webseite hast, dann werden diese Assets dann verlinkt, weil es ja nicht kommerziell. Bam, Off-Page-Optimierung, dann Win. So, dazu einige Leseempfehlungen von mir. Nummer 1 ist Product-Led Digital PR, A Critical Strategy for 2025 von Ross Hutchins. Ihr wisst, den finde ich hammermäßig. Toller Artikel mit tollen Insights, auch wie man das dann konkret angeht. Dann von Kevin Indig, Originality, wo er genau über dieses Thema spricht, wie wichtig das ist und welche Möglichkeiten es gibt, originell zu sein und dass jeder originell sein kann und nicht alles so, oh mein Gott, die KI stiehlt alles. Irgendjemand ist ja da, der was die Daten gesammelt hat, der wird dann sowieso als Quelle genannt. Und zu guter Letzt unser Video dazu, Content Assets, die jede Digital PR-Kampagne braucht, um dich auf die Ideen zu bringen, was man machen kann. So. Und jetzt nutze den Blick in die Zukunft. Was meine ich damit? Wusstest du, dass du in unserem Bereich Jahre in die Zukunft sehen kannst? Du kannst ziemlich genau vorhersagen, welche Veränderungen in der Suche auf deine digitale Marke zukommen und wie das Ganze ausschaut in deiner Branche. Hol dir eine amerikanische IP und sieh dir einfach mal bei Google deine Keywords natürlich übersetzt an. Weil mittlerweile ist die Diskrepanz einfach gigantisch, also wirklich gigantisch. Es ist wie eine Reise, wenn du jetzt, wir sind hier in der Dachregion in 2015, in Amerika. Da sind wir im Jahr 2025 sehr bald. Und dieser Blick wird dir einfach helfen, bis auf die ganzen Reddit-Posts, die du in den SERPs ignorieren solltest, zu sehen, wie das Ganze, also wie das dann ausschaut in deiner Branche und auch zu sehen, auf welchem Level die Content Marketing, SEO und digitale PR machen. Weil eines kann ich dir sagen, sag mal, du bist einer der schlechtesten in Amerika, dann wärst du immer noch bei weitem der allerbeste in Deutschland hinsichtlich SEO. Vor allem jetzt im Kontext AI-Overviews, schau dir an, wie das Ganze funktioniert, wie sich das anfühlt, was du vielleicht von anderen, die da optimieren, lernen kannst. Game Changer. Ich weiß nicht, ob SEO noch der richtige Begriff ist, weil es ist so vielschichtig und wir SEOs werden in so viel mehr Sachen reingehen müssen, um ja, eine Daseinsberechtigung zu haben. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.